Die politische Lage ist instabil, eine ruchlose Clique missbraucht ihre Macht, die Wirtschaft kriselt, die gesellschaftliche Situation wird immer unüberschaubarer. Nein, ich spreche nicht von der Gegenwart. Es ist das 19. Jahrhundert in Frankreich, wie es der große Künstler Honoré Daumier beschreibt in seinen zahlreichen Karikaturen, in seiner bissigen Ironie und scharfen Satire. Er ist einer der Meister des 19. Jahrhunderts, der sich die Lithografie als neue Technik im Schnelldruckverfahren angeeignet hat, aber er bringt sie dann schnell zu großer künstlerischer Perfektion. Daumier hat in seinem großen Œuvre über 4000 Lithografien hinterlassen. Diese waren vor allem in der politischen Karikatur, in der Gesellschaftskritik und oft auch sehr lustige Blätter, die eben in der schnellen Variante im Zeitungsdruck erschienen sind, verbreitet. Er war aber auch ein großartiger Maler. Er war zum Beispiel auf dem Pariser Salon mit seinen Werken vertreten und er hat als Maler auch eben etwas Neues eingebracht in die Kunst. Er hat versucht, eben das Schnelle seiner Arbeit in der Lithografie auf die Ölmalerei zu übertragen. Etwas mit diesem flotten Pinselstrich, was dann auch die Impressionisten sehr beeindruckt hat. Er hat auch Themen gewählt aus dem ganz Alltäglichen, also ganz im Sinne des Naturalismus, von dem er ausgestartet ist. Aber es sind dann auch Themen der Stadt, der Großstadt Paris, der modernen Stadt, wie sie sich nun im 19. Jahrhundert als moderne Metropole entwickelt hat. Und das war eben genau das Vorbild, was die Impressionisten dann auch thematisch gesucht haben. Die Ausstellung hat also Zeichnungen, Lithografien, Gemälde, aber auch erstaunlicherweise Skulpturen zu bieten. Das wissen gar nicht so viele Menschen, dass dieser Künstler eben auch viele plastische Werke geschaffen hat. Und diese haben wir hier versammelt in einer speziellen Architektur, um einmal darzustellen, dass seine Lithografien und seine Skulpturen einen ganz engen Bezug hatten. Man sieht also eine Lithografie an der Wand, wo ein Parlament dargestellt ist. Und wir haben diese vielen Köpfe der Parlamentarier, die er dann geformt hat, auch ähnlich in der Ausstellung hier arrangiert. Man sieht also, wie sie genutzt wurden. Tatsächlich hat er sie erst in Gips geformt und dann auch bemalt. Und so dienten sie den ganzen anderen Karikaturisten von La Caricature oder La Charivari als Vorlagen. Denn man musste ja diese Charaktere immer wieder erkennen, wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat und das nicht alles von Daumier kam. Unter den vielen Fans von Daumier reiht sich auch eine Größe der Popmusik ein, nämlich Paul McCartney. Zusammen mit seiner Frau Linda hat er einen Animationsfilm angeregt, den dann Jeff Dunbar 1991 erstellt hat. Und Paul hat dazu die Musik geschrieben. Wir zeigen das hier in der Ausstellung, weil man dort nochmal Daumier in ganz anderer Weise erleben kann. Und unter dem Titel Daumiers Gesetz führt ein Film durch die verschiedenen Stationen des Lebens von Daumier, aber auch durch sein Œuvre. Bei dieser umfassenden Ausstellung ist es besonders schön zu sehen, dass wir wiederum auf die Bestände der Albertina im großen Umfang zurückgreifen konnten. Etwa ein Viertel der Werke sind hier aus unserem eigenen Bestand und wurden eigens dafür häufig restauriert. Es sind diese kolorierten Lithografien und Drucke, die wir hier besonders ins Auge gefasst haben. Denn die passen hervorragend zu unserem Hauptleihgeber der Sammlung Hellwig, der eben eher das Politische im Werk von Daumier gesammelt hat. Und so ergibt sich doch ein schönes Gesamtbild über diesen wirklich modernen und frischen Künstler Honoré Daumier. Eine der großen Qualitäten von Honoré Daumier ist, dass er natürlich das Ernste mit dem Humor verbinden konnte. Und so sehen wir auch in der Ausstellung viele Blätter, die uns wirklich zum Lachen anregen. Vor allem auch dann, wenn wir uns selber wiedererkennen, zum Beispiel als Besucher in einem Theater oder Museum oder bei der Schwimmstunde. Und er hat also viele dieser gesellschaftlichen Situationen so gut und pointiert dargestellt, dass man gar nicht anders kann, als irgendwie hier mit einem Lächeln aus der Ausstellung rauszugehen.